Professor Kurt Tank, der berühmte Flugzeugkonstrukteur, startet zu einem Probeflug. Selbst am Steuer sitzend prüft Professor Tank die von ihm entwickelten Neuerungen im Flugzeugbau in der Praxis. Im Konstruktionsbüro. Die durch den Probeflug gewonnenen Erfahrungen werden von Professor Tank und seinen Mitarbeitern ausgewertet. Das Seitenruder muss noch etwas größer werden. In Mannheim. Die schwer geprüfte Bevölkerung bekundet in machtvollen Kundgebungen ihren unbeugsamen Willen zum Sieg. Unter den siegreichen Fahnen der Bewegung erneuert die kämpfende Heimat ihr Gelöbnis. Reichsorganisationsleiter Dr. Ley spricht vor dem zerstörten Mannheimer Schloss. Er erinnert an das Wort des Führers: Die Ausgebombten sind die Avantgarde der Rache. In Stuttgart wird von Gauleiter Murr bewährten Volksgenossen das Kriegsverdienstkreuz überreicht, als Dank und Anerkennung des Führers. Auf der Eisfläche des Berliner Sportpalastes zeigten kürzlich auch Gäste aus dem Ausland ihre Kunst. Die schwedischen Meister im Paarlaufen. Die ungarische Landesmeisterin. Wieder spendet das deutsche Volk Bücher für seine Soldaten. Zum 5. Mal im Kriege wird die Büchersammlung der NSDAP für die Wehrmacht durchgeführt. Überall, wo deutsche Soldaten sind, folgt ihnen das Buch als Gruß der Heimat. In Italien. Die Befestigungsanlagen werden immer stärker ausgebaut. Die Riviera verwandelt sich mehr und mehr in einen Verteidigungswall. Panzersperren und Flakstellungen an einer Uferstraße.
Immer mehr Panzer rollen nach Süden an die Front. Neue Batterien gehen in Stellung. Sie werden sofort getarnt. Hier wird einem Hammel das Fell über die Ohren gezogen. Die Nachspeise. Wasser für die Feldküche. Ein deutscher Stoßtrupp geht gegen einen vorgeschobenen Posten des Feindes vor. Feindliches Feuer! Der feindliche Stützpunkt wird umgangen. Der Überfall gelingt. Die Engländer werden überrascht und gefangen genommen. Achtung! Feuerdeckung! Der Stoßtrupp bringt die Gefangenen zurück. Das erste Verhör. Bei einer deutschen Batterie. Die Eroberung des britischen Inselstützpunktes Leros im Dodekanes. In einem Einsatzhafen der deutschen Luftwaffe auf dem griechischen Festland. Arados starten zur Sicherung eines deutschen Truppengeleits. Der Geleitzug. Britische Flugzeuge haben die Annäherung erkannt und greifen an. Die eigenen Streitkräfte nebeln sich ein. Die britischen Flieger sind abgewehrt. Der Verband nähert sich der Insel und eröffnet das Feuer auf die feindlichen Inselstützpunkte. Gleichzeitig stoßen deutsche Kampfflugzeuge gegen die Insel vor. Bordwaffenfeuer gegen feindliche Stellungen. Ein Treibstofflager getroffen. Transportgeschwader im Anflug. Unsere Fallschirmjäger kommen. Absprung in den Feind. Die Eroberung der Insel Leros hat die deutsche Machtstellung im ägäischen Raum entscheidend gefestigt. An der Ostfront dauern die erbitterten Kämpfe mit unverminderter Härte an.
Versorgung der kämpfenden Truppe werden große Treibstoffvorräte herangebracht. Aus den Tankwagen fließt der Treibstoff in die Fässer. Auf dem Wege zur Front im Raum Krivoy Rog. Ein Panzer setzt sich an die Spitze der Nachschubkolonne. Sowjetflieger! Auch der Kampfabschnitt zwischen Gomel und Smolensk ist nach wie vor Brennpunkt schwerster Abwehrkämpfe. Unter schwierigsten Geländeverhältnissen halten unsere Soldaten den feindlichen Durchbruchsversuchen stand. Mit frischer Munition rollen Tigerpanzer in den Kampf. Hinter ihrem Geschütz erwarten Panzerjäger den Angriff des Feindes. Feuerbefehl für die Werfer. Unsere Grenadiere stehen zum Gegenstoß bereit. Zusammen mit schweren Waffen tragen die Grenadiere den Gegenangriff vor. Bei diesen Kämpfen fand der Kriegsberichter Leutnant Emter den Heldentod. Diese in vorderster Kampffront aufgenommenen Bilder sind seine letzten Aufnahmen. Dort stürmen die Bolschewisten heran. Der sowjetische Durchbruchsversuch bricht im Feuer unserer Waffen zusammen. Die blutigen Verluste des Feindes waren besonders in der großen Abwehrschlacht westlich Smolensk ungewöhnlich hoch. Die Materialverluste waren entsprechend schwer. Verwundete deutsche Soldaten werden geborgen. Immer wieder greift der Feind an, aber immer wieder aufs Neue wehrt der deutsche Soldat alle Durchbruchsversuche ab.